Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Michael Grant Klartext. Heute möchte ich das Thema der Huttenplan besprechen, Verschwörungstheorie oder Realität. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, habe ich diesen Plan beschrieben mit vielen Quellen. Und mein Rat an euch, das soll jetzt keine Verkaufsstrategie sein, sondern einfach eine realistische Einschätzung der Zustände in Deutschland. Bestellt dieses Buch jetzt, bevor es verboten wird. Ihr seht alleine schon am Titelbild Angela Merkel mit Churchill, Roosevelt und Stalin. Ist eine Provokation. Also wenn ihr das Buch jetzt bestellt, seid ihr noch auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, ob es eine einstweilige Verfügung geben wird oder nicht. Gut, jetzt zum Thema. Der amerikanische Professor für Anthropologie an der Harvard University, Ernest Albert Hooton, eine Koryphäe seines Fachs, mochte nicht mit den Vorschlägen zurückstehen, wie man gegen das deutsche Volk vorgehen könnte. Er war Vertreter einer Rassenlehre und Anhänger der Eugenik, also der Gesundheitslehre, die von den Nationalsozialisten Rassenhygiene genannt wurde. In mehreren Beiträgen in weit verbreiteten amerikanischen Zeitungen forderte Hooton, ich zitiere, züchtet die kriegerischen Erbanlagen der Deutschen weg. Zitat Ende. Im selben Artikel empfahl er, den Großteil der Angehörigen der deutschen Wehrmacht für 20 Jahre oder länger in alliierten Staaten als Arbeitssklaven einzusetzen. Vor allem schlug er jedoch vor, nach dem Krieg deutsche Soldaten in den kriegszerstörten Gebieten zur Zwangsarbeit für den Wiederaufbau einzusetzen. Als Eugeniker wollte er dabei die für ihn biologisch begründeten und angeborenen räuberischen Neigungen der Deutschen durch Kreuzung mit Vertretern anderer Völkern wegzüchten. Zudem sprach sich Hooton dafür aus, dass Deutschland mehrfach geteilt und die Geburtenrate der Deutschen drastisch gesenkt werden sollte. Außerdem sollte die Ansiedlung Fremder in Deutschland gefördert werden, die sich mit den Deutschen vermischen sollten, um auf diese Weise das deutsche Blut zu verdünnen, wie er sagte. Auch in einem Interview mit der New York Times aus dem Jahr 1944 vertrat Hooton seinen Standpunkt Breed war strain out of Germans, züchtet die Kriegslust aus den Deutschen heraus. Und weiter, dieses Ziel könne erreicht werden, wenn man deutsche Soldaten 20 Jahre lang in Zwangsarbeitslagern im Ausland festhalten würde. In der Zwischenzeit sollten Ehen deutscher Frauen mit Besatzungssoldaten und die Einwanderung nicht deutscher Männer gefördert werden. Auf diese Weise lasse sich die Anzahl der reinen Deutschen, pure Germans, gemeint sind rein rassige Deutsche, erheblich verringern. Hooton erklärte in der New York Times dann noch einmal, dass es ein Irrtum sei, von guten und bösen Deutschen zu sprechen. Er sagte, ich zitiere, die einzigen guten Deutschen seien die Beweglichen und die Toten. Zitat Ende. Mit den Beweglichen meinte er die Emigranten. Hootons Vorstellungen aus den 1940er Jahren, blieben Theorie. Doch viele glauben, sein Plan, die Urdeutschen durch Einwanderung von Ausländern zu reduzieren, werde durch den anhaltenden Massenzuzug seit 2015 umgesetzt. Auch das habe ich in meinem Buch ganz genau beschrieben, der Massenzuzug und welche gesellschaftlichen Veränderungen dieser Massenzuzug an unserem deutschen Volk gebracht hat. Aber zurück zur heutigen Zeit, weil viele glauben ja, der Hooton-Plan wird auch heute umgesetzt. Deshalb die Frage, ist der Bevölkerungsaustausch nur eine Verschwörungstheorie? Dennis Yücel, der Journalist, der deutsch-türkische Journalist, sagte, ich zitiere, der baldige Abgang der Deutschen aber ist
Völker sterben von seiner schönsten Seite. Zitat Ende. Hutten hatte es ja vorausgesagt, was man machen soll, die reinen Deutschen also die Geburtenrate der Deutschen zu verringern und stattdessen Fremde in unserem Land anzusiedeln. Sind das nur die Ideen eines wahnsinnigen amerikanischen Genetikers aus den 1940er Jahren? Ist die These des Bevölkerungsaustausches nur eine rechte Verschwörungstheorie? Gibt es auch heute noch Bestrebungen, das Deutschtum zu eliminieren? Diesen Fragen gehe ich auch in meinem neuen Buch nach. Oftmals werden auch die Begriffe große Transformation, Umsiedlung und Ersetzungsmigration als Synonyme für einen Bevölkerungsaustausch verwendet. Die Nutzung dieser Begriffe wird, wie sollte es auch anders sein, vorwiegend den Rechten zugeschrieben. Aber schauen wir uns mal ein paar Indizien zum angeblichen Bevölkerungsaustausch an. Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle warnte schon im Jahr 1959 davor, wenn gelbe, schwarze und braune Franzosen zur Mehrheit würden, verlöre Frankreich seine nationale lateinische, weiße und christliche Identität. Muslime seien keine Franzosen. Die Nation könne sich nicht absorbieren, weil sie sich zu rasch millionenfach vermehren würden. Der einflussreiche muslimische Aktivist Mohammed Hijab, bekannter Vertreter des Sapiens Instituts, eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Islam intellektuell und akademisch zu verteidigen, mit knapp 1,5 Million Follower auf der Plattform X, formulierte im Januar 2025 unmissverständlich seine Vision einer muslimischen Machtübernahme durch gezielte Geburtenplanung. Er schrieb, ich zitiere, wenn wir unsere Geburtenraten erhöhen, können Moslems bis 2050 garantiert 10% der britischen und 20% der französischen Bevölkerung stellen, unabhängig von Änderungen in der Einwanderungspolitik. In einem anderen Tweet schrieb er, ich zitiere, heiratet und bekommt viele Kinder, strebt mindestens 5 an. Das ist es, was diese fragilen, rechtsextremen Islamgegner am meisten hassen. Zitat Ende. In der Studie Die geforderte Mitte, rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020-2021 der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung stimmten über 21% der Befragten damals schon der Aussage zu, die deutsche Gesellschaft werde durch den Islam unterwandert. Weitere 22% stimmten dem zumindest teilweise zu. Eine Studie der Vereinten Nationen mit dem Titel Bestandserhaltungsmigration, alleine der Titel Bestandserhaltungsmigration, eine Lösung für abnehmende und alternde Bevölkerungen, geht davon aus, dass Deutschland bis 2050 noch 12 Millionen Zuwanderer, also 480.000 pro Jahr brauche, nur um die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 15 und 64 Jahre, konstant halten zu können. Safsan Cebli von der SPD, ehemalige Berliner Staatssekretärin mit palästinensischen Wurzeln, befeuerte die Verschwörungstheorie des Bevölkerungsaustausches in den Augen mancher Kritiker dann auch noch. Sie schrieb am 18. Januar 2025 auf Instagram an Menschen mit Migrationshintergrund, ich zitiere, aber ich sage vor allem der 3. und 4. Generation, bitte gebt nicht auf, es ist auch euer Land. Demografie wird Fakten schaffen. Auch die Integrations- und Migrationsforscherin Naika Forutan sagte angesichts der Flüchtlingsflut, die über Deutschland hereinbrach und deren Folgen auch in der Integration und Migration erkennbar sind, ich zitiere, viele Menschen haben das Gefühl, ihr eigenes Land nicht mehr wiederzuerkennen. Zu Recht möchte man sagen, denn es sieht anders aus. Es ist jünger geworden. Es spricht anders. Es ist anders. Es betet anders als früher. Doch sie vergessen, dieses Land gehört per se niemandem. Deutschland ist das Land seiner Einwohner und Einwohnerinnen. Es gehört niemandem per se, weil er oder sie Urahnen hatten,
die schon immer hier gelebt haben. Zitat Ende. Der deutsch-türkische linke Journalist Deniz Yüksel schrieb, ich zitiere, besonders erfreulich, die Einwanderer, die jahrelang die Geburtsziffern künstlich hochgehalten hatten, verweigern sich nicht länger der Integration und leisten ihre freilich noch steigerungsfähigen Beitrag zum deutschen Sterben. Woran Sir Arthur Harris, Henry Morgenthau und Ilja Ehrenburg gescheitert sind, übernehmen die Deutschen nun also selbst, weshalb man sich auch darauf verlassen kann, dass es wirklich passiert. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat von Yüksel. Nun, da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich die Frage, was mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der bald in der Mitte Europas entstehen wird. Egal, Besseres als Deutschland findet sich allemal. Zitat Ende. Dennoch ist mein Fazit, trotz all dieser Indizien gibt es meinen Recherchen nach aber keinen groß angelegten Plan, dass eine wie auch immer organisierte geheime Elite einen Bevölkerungsaustausch in Deutschland und Europa anstrebt, auch wenn das manchmal behauptet wird. Juristisch verifizierbare Sachverhalte dazu konnte ich nicht finden. Und ihr wisst, ich bin keiner, der irgendwie Blabla macht, sondern das, was ich sage, kann ich auch belegen. Wenn ihr dazu juristisch verifizierte Belege habt, dass eine geheime Elite es plant, hier den Bevölkerungsaustausch vorzunehmen, also juristisch verifiziert, einen Plan, der unterschrieben ist von Angela Merkel oder anderen, dass es gemacht wird, dann könnt ihr mir das natürlich sagen. Dennoch werde ich mit Fakten und Zahlen Folgendes belegen, und das mache ich auch in meinem Buch. Ich zeige es noch einmal. Deutschland muss vernichtet werden. Angela Merkel ist nicht umsonst drauf. Es gibt für mich durchaus politische Bestrebungen, das deutsche Volk zu ersetzen und zu migrantisieren. Und da wären wir wieder bei der Sprachzensur, denn der Ausdruck migrantisieren in unserem Bund-Hysterieland ist ebenfalls ein Unwort, das man nicht gebrauchen sollte. Dessen Verwendung, Migrantisieren, in der aufgeklärten und nicht zensurbehafteten anderen Gesellschaften und Ländern aber völlig stressfrei ist. Das Wort migrantisieren kann man in jedem anderen Land benutzen, nur nicht in Deutschland. Wie gesagt, mein Buch, ich weiß nicht, wie lange es auf dem Markt sein wird, wenn es erschienen ist. Am besten, ihr bestellt es gleich. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter bestellen auf www.michaelkrant.de. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krant.